Ist die Sony HX90 ein verkanntes Vlogbiest? Das ist Umweltschutz. Ein paar Daten zur Kamera, die ist 2015 entstanden. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwie der Vorgänger zur RX ist. Sie hat keinen externen Mikroeingang, weshalb es okay ist, dass der Klappmonitor nach oben geht. So, und weiter geht's hier. Das Objektiv, das verbaute Objektiv, ist auf alle Fälle ein Vario Sona T aus dem Hause Zeiss. Blendet 3,5 bis 6,4 bei 4,1 bis 123 mm. Was wirklich cool ist, wie der Zoom funktioniert. Und zwar, er ist so recht zügig. Ich denke mal, man kann er einstellen. Ich habe noch gar nicht geschaut, aber normalerweise kann man das. Und selbst wenn nicht, auf alle Fälle im Videomodus, wofür ich diese Kamera empfehlen würde, ist er angenehm langsam. Was ich an der Kamera super finde, ist, also ich glaube, es ist so ein kleiner Geheimtipp für Vlogger. Ich will mir eigentlich die ZV zulegen, aber die ist mir viel zu teuer. Und habe bei ganz viel Suchen und über die ganzen Hersteller halt hinweg, Canon und so weiter, bin ich durch Zufall auf die gestoßen und habe mir die Werte dann nochmal in Ruhe angeguckt. Nachteil ist, sie hat kein 4K, aber eigentlich, wer braucht das schon, wenn man einen Vlog hat. Und wenn du unterwegs bist und Urlaubsvideos schießt, was ja letzten Endes auch nichts anderes als ein Videolog ist, ist die super. Die hat eine wahnsinnig geile Bildstabilisation. Footage dazu zeige ich jetzt in dem Moment. Was nicht so prall ist, ist Fotografie. Zwar hat man alle möglichen Modis, wie man sie bei Profikameras oder bei moderneren Kameras kennt, aber man kann keine RAW schießen, was da eigentlich nur die Auswahl zwischen feinen JPEG und normalen Standard JPEG. Deswegen würde ich sie jetzt persönlich nur zum Film empfehlen. Also für Bilder ist auf alle Fälle nicht schlecht. Macht gute Bilder, 1A, kannst nichts sagen, ist ja eine Sony. Aber wenn ich sie mir, also ich habe sie mir ja dafür zugelegt zum Film und ich würde sie auch empfehlen, sie nur zum Filmen zu benutzen. In Verbindung mit dem Stick von JJC, den ich da gerne mal zeigen kann, ist es so ein richtiges schönes Vlog-Setup. Die Naheinstellgrenzen passen, der Fokus ist wunderschön, passt immer auf dem Gesicht. Die Bildstabilisierung arbeitet total ruhig. Ich halte das eigentlich die ganze Zeit in der Hand und ich habe keine ruhige Hand. Und jo, 1A Bild. Tolle Features sind optischer Sucher. Ich denke mal, das ist ein Vorgängermodell von der RX, die mir persönlich zu teuer ist. Der Sucher hat Einstellungen für Dioptrien und aktiviert und deaktiviert gleichzeitig die Kamera. Am oberen Einstellrad hat man die üblichen, sehr üppige Auswahl der Video- bzw. Fotografie-Modi, Belichtungsmodi, und für mich ist das die Kamera echt zum Vloggen. Die Idee war, sie zum Vloggen und zum Videofilmen eben in Urlaub und anderen Situationen, wo man eine kleine Kamera gebrauchen kann, zu nutzen, und das werde ich auch tun und dafür kann ich es nur empfehlen. Preise sind so um die 100 Euro, neu um die 200 Euro. Was angenehm ist, was okay ist. Richtig cool ist der Klappmonitor nach oben, auch wieder zum Vloggen. In dem Fall hat man keinen Blitzschuh für ein externes Mikrofon, hat auch gar keine Anschlussmöglichkeit außer USB für ein externes Mikrofon. Braucht man aber auch nicht, weil die Soundqualität eigentlich, das heißt eigentlich, die ist sehr gut, finde ich persönlich. Dafür, dass sie in so einer kleinen Kamera drin ist, 1A. Auch die Windanfälligkeit war moderat, wie man in den Szenen von vorhin gesehen hat. Dafür, dass man es nicht schützen kann, ist 1A. Nachteil ist die Blitzklappe. Die Blitzklappe ist quasi ein Dreckfang, aber cool ist, dass man Blitz hat. Hat ja nicht jede Kamera in der Größe. Also man kann eigentlich mit diesem kleinen Gerät sehr professionell arbeiten, wenn man den will, wenn man so kleine Hände hat. Für mich wäre es jetzt zum Fotografieren viel zu piepsig. Aber zum Video machen und zum Vloggen ist das richtig angenehm zu tragen. Was auch sehr gut hervorsticht, ist die Akkulaufzeit. Also ich habe 3 Akkus zu meiner Kameravariante, ein Original und 2 Drittanbieter-Akkus. Letztere sind ja meistens eher schlecht, aber die schlechteren Akkus halten schon ewig. Man kann sogar den Zoom per App steuern, sehe ich gerade. Das machen wir doch gleich mal.
Pairing der zwei Devices, das kann man dann über NFC am schnellsten machen. Dabei kann man festlegen, was NFC starten soll. In dem Fall dann die Smart-Steuerung. Und das Ganze geht dann logischerweise über das Wi-Fi, über das WLAN. So, und jetzt bin ich mit der Kamera und jetzt bin ich mit dem Smartphone und der Kamera verbunden und kann über das Smartphone die Kamera steuern, was ich in dem Moment auch gerade tue. Das funktioniert so weit, dass man über das Smartphone sogar zoomen kann, was ich jetzt mal mache. Ich vermisse unsere alte Location, Marco. Ja. Zum Zoomen. Ja, geht 1A. Auch da, wie schon erwähnt, eigentlich schön langsam der Zoom. Das Display sieht mir ein bisschen hakelig aus, aber ist okay. Ich kann ja mal das Display neben mich halten. Das Display auf dem Smartphone meine ich. Die Bildübertragung wirkt etwas hakelig, aber sie funktioniert. Kannst alles über den JC-Stick. Ist alles vorne drauf. Dreh nochmal rum, dann guck dir die an. Du hast oben links hast du Foto machen, oben rechts hast du Movie, ist Video, unten rechts hast du die Grid, kannst die Gridline oben ein- und ausschalten, wie du lustig bist, und unten links ist eben Power an und aus. Du kannst vorne über die Steuerung, du hast da den Knopf in der Hand. Auf. Ja. Vielleicht ein Cockpit? Au, da war dein Cockpit. So. Das sieht echt übelst nach, ne? Ja, ist normal. Das ist die Bildstabilisierung. Und jetzt klickst du ihn hoch, genau, jetzt ziehst du ihn raus, da steht an der Seite auch Pull. Rausziehen, keine Sorge, soweit es geht. Ja. Zack, Ja, jetzt ist er kommt draußen und da oben ist der schön. Dioptrien-Einstellregler. Update noch dazu, also die Windanfälligkeit habe ich jetzt schon gesehen, die ist ein bisschen handymäßig. Darüber hinaus ist der Ton aber ganz gut. Ich habe jetzt seit 2 Tagen Aufnahmen damit gemacht und eben für dieses Video. So, ich fasse an dieser Stelle dann jetzt mal zusammen. Die Kamera ist wunderbar für unterwegs, hervorragend zum Vloggen, wenn du solche Videos machen möchtest oder gerne unterwegs bist und dein Budget so klein ist wie meins, kann ich sie dir wärmstens empfehlen. Sie hat leider kein 4K und keinen externen Mikroeingang, aber braucht sie meiner Meinung nach auch nicht wirklich. Bei Wind ist halt doof, aber bei Wind ist mit den meisten Geräten doof. Darüber hinaus ist es eine gute Kamera, mit der man professionell Bilder machen kann, mit Belichtungskorrektur und allem Pipapo. Leider kein RAW, sondern nur JPEG, was auch immer, aber langt ja für unterwegs. Sie ist nicht groß, sie ist nicht schwer und in Verbindung mit dem Controller-Stick von JJC, ich glaube er heißt Commander, aber so richtig konnte ich es noch nicht rausfinden. Das ist eine richtig coole Vlogging-Verbindung, mit der man viel Spaß haben kann. Also für den kleinen Geldbeutel die ideale Lösung für unterwegs. Das soll es gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da. Kommentiere gern, was du denkst, hast, fühlst, ob du was anderes empfehlen kannst oder deine Erfahrung. Ein Abo wäre super, natürlich gern mit Glocke. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao, ciao, dein René von Farbsynthese. Tschö!